Hallo, servus. Ich mach's kurz und knackig, weil das Video schon so lang ist. Also, heute seht ihr drei Arten, wie ihr aus Männerhemden ganz coole, schicke, trendy Sommerkleider machen könnt. Und go. Ah ja, gerne abonnieren, lasst mir ein Gefällt mir da oder folgt mir auf Instagram, da ich Glasino war. Viel Spaß und go! So, da fangen wir gleich mal an mit Nummer 1, dem beliebtesten Hemd-Upcycling ever, also in Kleider. Und zwar dieses typische Camisole-Kleid-Dings, also dieses eng geschnittene, meist karierte Kleid, das wo zurzeit überall in den Läden hängt. Dafür nämlich dieses karierte Second-Hand-Hemd, wow, Zungenbrecher. Das ist bügelfrei, da schaue ich immer ein bisschen drauf, dass meine Second-Hemden schon wieder bügelfrei sind, weil das dann einfach viel easier ist dann in Zukunft. Ich tue jetzt erstmal die Tasche weg und die zwei Ärmel und nimm nicht die Vorderseite aus vorne, sondern die Hinterseite aus vorne. Dann stecke ich mir das Maß ab, was von über der Brust bis zur Taille ist. Da müsst ihr wirklich über euren Busen drüber messen, nicht daneben, weil das verfälscht euer Maß. Warum haben wir das abgemessen? Damit uns auf jeden Fall genug Stoff übrig bleibt fürs Oberteil. Dieses entstandene Rechteck lege ich jetzt in die Hälfte und lege es auf den Top und markiere mir, wo in dem Schnittmuster quasi die Trägerlinie bzw. die Spitze der Brust wäre. Und da schneide ich dann so eine kleine Kurve rein. Ich möchte später das Oberteil ohne BH anziehen können, deshalb möchte ich es füttern, deshalb brauche ich das Ganze zweimal. Weil der Körper des Hemdes selber quasi keinen Stoff mehr hergibt, nehme ich jetzt einmal einen Ärmel her. Dann falte ich die zwei Außenkanten quasi nach innen und da orientiere ich mich nicht genau an der Spitze, sondern so einen Tick daneben. Man könnte einfach sagen, dass sich eure Außenkanten quasi dann in der Mitte berühren. Ich versuche jetzt da quasi so eine Pseudo-Wiener Naht reinzubringen und das mache ich so, dass ich da quasi ein Fragezeichen male. Wobei die Kuhle da oben quasi meine Brust halten sollte. Also ihr müsst selber abschätzen können, wie weit dann diese Kurve sein muss. Ja, ihr kennt eure Brüste am besten. Und dann nähe ich das einfach mal frisch und munter fest. Und ja, ich hab die Stecknadeln verkehrt rum. Ist wurscht, soll nichts Schlimmeres passieren. Achtet drauf, dass euer Futterteil exakt dieselben Kurvungen hat. Kommen wir jetzt zum hinteren Teil des Oberteils. Ich habe da ein bisschen umeinander probiert und dann ist mir aufgefallen, dass dieses Vorderteil meines Hemdes genau da hinpasst. Also, let's do it. Also mache ich das rechts und links und tue das Ganze rechts auf rechts zusammennähen. Danach ist mir allerdings aufgefallen, dass ich so viel gar nicht brauche, also habe ich es dementsprechend abgeschnitten. Und das gleiche brauche ich natürlich auch für mein Futteroberteil, wo ich jetzt einmal den anderen Ärmel hernehme. Gut, jetzt schmeiße ich mir alle meine Reststoffe auf einen Haufen, um zu sehen, was habe ich denn eigentlich noch. Ich brauche das jetzt auf jeden Fall mal, um zweimal Träger zu machen und Schlaufen für hinten, weil da brauche ich so einen Schließmechanismus. Die kleineren Schlaufenstücke tue ich einfach in der Hälfte falten, nähe daran entlang und kann das Ganze dann wie so ein Tunnel umdrehen. Die Träger klappe ich wie ein Schrägband, einmal von rechts sein, einmal von links sein und dann falte ich es nochmal in der Hälfte und nähe drüber. Hier sieht man, wie ich diesen wunderschönen Tunnel wunderbar umdrehe mit Hilfe von der Sicherheitsnadel. Und dann, nachdem ich natürlich alle Nahtzugaben davor auseinandergebügelt habe, damit es schicker wird, tue ich die zwei sandwichen. Und zwischen den Sandwich kommen quasi meine Träger rein. Da ist wichtig, dass die Träger wirklich genau auf den Spitzen liegen und dazwischen wirklich eingeschlossen sind. Deshalb tue ich diese zwei Punkte als erstes zusammenstecken. Und dann nähe ich jetzt einfach mal knappkantig rüber. Übrigens sind diese zwei Dinger natürlich rechts auf rechts. Die zwei Enden lasse ich dabei nochmal aus, weil das wird sonst später wieder kompliziert, wenn ich da umeinander nähe. Dann klippe ich die Nahtzugabe an den Rundungen ein bisschen ein. Das hilft einfach dafür, dass das ein bisschen entspannter fällt, das ganze Ding. Ich halte jetzt einmal das ganze Ding an mich hin und stecke halt die Träger so fest, wie lange ich sie eben brauche. Dann halte ich die quasi von innen plus die Nahtzugabe fest, drehe das Ganze quasi verkehrt rum, kann dann drüber nähen und somit sind die Träger auch hinten befestigt. Danach mache ich ein Understitching. Ich tue quasi die ganze Nahtzugabe und in dem Fall auch die Ende der Träger auf die Innenseite, also auf den Futterstoff, knappkantig zur Naht fest nähen, ja. So, jetzt machen wir nur noch unseren Schließmechanismus da hinten und da mache ich so Schlaufen rein. Die lege ich so in eine Banane und dann tue ich das zwischen den zwei rechts auf rechts liegenden Oberteilstücken hineinquetschen. Und wenn ich dann da drüber nähe und das Ganze wieder umdrehe, dann ragen diese Bananen quasi aus meinem Oberteil raus und da kann ich später dann so ein Bindeding durch
abfädeln. Aus den Restteilen tue ich jetzt zweimal einen Bund zusammennähen. Der kommt erst einmal rechts auf rechts aufs ganze Oberteil und dann kommt die Futterseite des Bundes rechts auf links Futterseite nochmal drauf. Man könnte das auch in einem Schritt machen, quasi das Oberteil zu sandwichen, aber da wäre ich oft so unsauber und deshalb mache ich es gerne in 2 Schritten. Wenn ich dann beide runterklappe, sind die ganzen Nähte versteckt und der Bund ist sichtbar. Juhu! Jetzt kommen wir zu unserem Rockteil. Da haben wir ja gesagt, dass die Rückseite jetzt eigentlich unsere Vorderseite ist. Den Rock müssen wir jetzt mal grob abstecken und da nur Abnäher reinmachen. Das erkläre ich aber später nochmal genau, wie das geht, weil sonst wird dieses erste Tutorial urlang und die anderen urkurz. Also von dem her, kommt später nochmal. Nachdem wir quasi dann den Rock fertig genäht haben, legen wir den einmal hin, ausgebreitet. Markieren uns natürlich die Mitte und legen dann das Oberteil bzw. nur die Vorderseite des Bundes an den Rock rechts auf rechts. Da mache ich wieder so, dass ich die 2 Enden nur ein bisschen unvernäht lasse, weil es dann auch einfach leichter zum Bearbeiten ist. Die Enden des Bundes mache ich dann so, dass ich die quasi jeweils nach innen klappe und dann einfach drüber nähe. Das ist jetzt vielleicht nicht so die feine englische Art, funktioniert aber für mich ganz gut und es hält und es passt dann schon, also okay. Das könnte man durchaus ein bisschen filigraner machen, also feel free! Danach tue ich das ganze Kleid verkehrt rum hinlegen und durch quasi die Innenseite des Bundes umfalten. Da schaue ich aber trotzdem drauf, dass die Kante immer noch über unsere bereits genähte Naht drüber ragt. Dann kann ich das nämlich von der Außenseite, wenn ich in dieser Kante nähe, dadurch die Rückseite quasi fixieren, ohne dass man das von vorne arg sieht. Weil die Naht verschwindet dann fast in diese Kuhle. Weiß zufällig jemand von euch, wie das heißt? Ich glaube, auf Englisch heißt Stitch in a Ditch oder so. Gibt es da einen deutschen Fachbegriff für? Und das Teil ist fertig! Also der Bund ist natürlich so, den müsst ihr nicht machen. Ich fand ihn aber ganz cool, weil ich ihn in ein paar Modellen gesehen habe, die es zum Kaufen gibt. Und ja, oh mein Gott, es ist so viel besser geworden, wie ich dachte, dass es wird, weil es war ein bisschen ein Versuch, aber I love it. Und ganz ehrlich, es schaut so aus wie die Fotos, die ich im Internet gesehen habe. Also, ja, ich tue mich gerade ein bisschen selber loben, aber ich bin so happy mit dem Ding. Also, ich hätte nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja, ich liebe das Ding. Und das sind wir schon bei Kleid Nummer 2 und zwar dieses typische Reformation Kleid mit der Schleife vorne. Das gibt es natürlich nicht nur von Reformation, sondern von ganz vielen anderen Brands, aber von Reformation gibt es exakt diesen Print, den ich auch auf meinem Hemd habe, also duh. Das ist natürlich wieder ein bügelfreies Hemd, war ja klar, ne? Schön langsam erkennen wir mein Muster. Apropos Muster, Tasche und Ärmel kommen weg. Dann habe ich mir markiert, wie lang ich etwa meinen Rock haben will. Und dort jetzt dann quasi über den obersten Knopf nochmal 2 cm dazu. Oh, wow, okay, gut. Meine Kamera ist überfordert mit dem Schwarz von der Hosen. Schön. Auf jeden Fall tue ich da mal grob abstecken, wo denn etwa die Form ist von einem Kleidungsstück, das meinem Körper passt. Das stecke ich mir mal fest und ziehe es ein paar Mal an. Es müsste bei den Hüften das schon ziemlich gut passen. Bei der Taille ist es nur nicht so schlimm, wenn es da noch ein bisschen wackelig sitzt. Den Überschuss trenne ich ab. Da, wo ich knapp an der Originalnaht genäht habe, habe ich ja jetzt quasi schon versäubert, weil das ist ja immer noch zusammen, ne? Aber da oben durch ich das jetzt einfach nach innen reinklappen und drüber nähen, also so eine pseudo-französische Naht machen. Ihr könnt es natürlich auch einfach mit der Overlock drüber rattern über die ganze Naht, wenn ihr eine habt. Ich habe meine in Wien, deswegen so. Dann messe ich bei der Rückseite jeweils 10 cm nach innen und da mache ich jetzt 2 Abnäher. Da lege ich einfach eine Falte im rechten Winkel zur oberen Kante und stecke dann mal grob einen Abnäher ab. Dann probiere ich das Ganze an und tue natürlich meinen Abnäher verbessern, ja. Und wie ich das eben ein paar Mal so gemacht habe, immer aus- und anziehen und bla bla bla, ist mir aufgefallen, hey, mein Abnäher ist gar nicht ein Dreieck, sondern das ist so eine Kurve, die danach wieder rauf geht, also eher wie eine Vase. Nachdem ich die Abnäher genäht habe, tue ich jetzt die obere Kante nur zweimal umschlagen und drüber nähen. Kommen wir zum Oberteil, beziehungsweise zu den Schleifen. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte diese Schleifen doch einfach aus meinen Ärmeln machen. Dafür trenne ich zuerst einmal diese Manschetten ab und tue dann noch dieses ganze Dings da abtrennen. Wie nennt man das eigentlich? Weiß das jemand zufällig? Also dieses Schlitzding durch abtrennen. Und ich tue das dann zusammenlegen und zusammennähen. Und wenn ich schon mal beim Nähen bin und alles auf links gedreht habe, schließe ich auch noch den Ärmel vorne. Wenn ich das dann wieder auf rechts außen drehe, schaut es dann so aus.
Ich habe dann aber beschlossen, ich möchte es doch noch ein bisschen rechteckiger und tue da diese Spitze ein bisschen ausflachen. Gut, das Ganze wird dann natürlich nochmal gebügelt, damit es schön glatt ist. Und auf der Seite, wo diese Schlitznaht ist, tue ich jetzt auch meinen Abnäher rein. Ziemlich genau gegenüber von der Schlitznaht fixiere ich meinen Brustpunkt und tue dann den Stoff zusammenschieben. Und stecke da wieder so ein Dreieckabnäher. Bei mir weiß ich inzwischen, dass ich mit 3 cm Abnähern an der Brust ganz gut zurechtkomme. Jeder hat da ein bisschen natürlich einen anderen Abnäher. Wenn ihr den Abnäher dann näht, bitte der jetzt nicht vor und zurücknähen am Ende, sonst einfach auslaufen lassen und dann einen Knoten rein. Das machen wir natürlich bei allen 2 Seiten und dann begradigen wir das Ende. Gut, jetzt braucht man natürlich nur das Rückteil. Da brauche ich quasi auch noch ein Futterteil dazu, das habe ich aus mehreren Stückeln zusammengestückelt. Oh Gott, heute habe ich einen Sprachfehler irgendwie. Und der Einfachheit halber habe ich das jetzt einfach einmal rechts auf rechts zusammengenäht. Das könnte man dann mit einer Overlock wunderschön versäubern. Ich habe eben keine, aber ich habe einen ganz engen Zickzackstich gemacht und damit funktioniert es eigentlich genauso gut. Danach baue ich quasi diese Teile zusammen und ich lege das jetzt einfach mal drüber. Und ich tue das jetzt einfach von oben niedersteppen auf den Rock drauf. Ganz simpel. Aber ja, Träger brauche ich natürlich auch noch. Da nehme ich auch wieder mal meine Reste her und mache da so eine lange Bahn draus, wo ich dann jeweils wieder, wie beim Schrägband, rechts reinfalte, links reinfalte und dann nochmal zusammen und drüber nähe. Denkt dabei, dass ihr eure Enden ein bisschen reinwurstelt, bevor ihr drüber näht, damit die Enden auch nicht so lose sind. Und dann wird das Ganze natürlich noch an mein Kleid dran gemacht. Und schon ist es fertig. Das ging auf jeden Fall schneller wie das Kleid Nummer 1, sag ich euch. Ich finde es super cool. Ich liebe den Print. Ich finde cool, dass es ausschaut wie dieses Reformation-Kleid, was ein Vermögen kostet. Also, ja, geil. Daumen hoch, würde ich sagen. Und Jesus Maria, wir sind bei Kleid Nummer 3 und zwar ein Casual Wickelkleid. Natürlich Casual, weil Englisch trendy und schick, oder ja, wurscht. Ich habe auf jeden Fall oft jetzt diese Leinenkleider gesehen, diese Wickelkleider, die super loose und locker sitzen, ja, und überhaupt, also die man sich so schnell drüber wirft und dann mit seiner Strandtasche irgendwo hingeht. Ja, sowas möchte ich. Und ja, ihr kennt ja schon das Spiel. Zuerst die Tasche weg, die Ärmel ab und natürlich den Rock abtrennen. Diesmal trenne ich aber auch die Knopfleisten ab und versäubere das mit doppelt umschlagen und drüber nähen. Dann nähe ich an der Kante einen ganz weiten Geradstich entlang, den ich dann ein bisschen raffe. Nehmt da die größte Stichlänge, die ihr habt, ja? Also es kann nicht groß genug sein. Und meistens ist dann die Fadenspannung sowieso schon so im Eimer, dass es automatisch sich kräuselt. Also müsst ihr dann fast gar nichts mehr machen. Wir wenden uns zu unseren Ärmeln, die ich finde, wenn man sie so hinlegt, schauen die wahnsinnig aus wie ein Grundschnitt von einem Wickelkleid. Deshalb mache ich das jetzt noch ein bisschen mehr wie so ein Grundschnitt von einem Wickelkleid, indem ich eben meinen Top wieder zur Hilfe nehme. Dann trenne ich nur die Manschette ab und schließe diese Spalte da vorne mal wieder, die ich immer noch nicht weiß, wie sie heißt. Dann drehe ich das Ganze auf links und tue dieses Gefälle noch gefälliger machen. Oh Gott, okay. Was für eine Wortwahl. Aus diesem Rückteil wird dann ein wirklicher Rückteil gemacht. Das Rechteck lasse ich einlagig und da oben einfach nur doppelt umnähen. Und aus diesem oberen Teil, wo ich, oh Gott, ich weiß überhaupt diese Terminologie von Männerhemden, die ist mir absolut fremd. Da werden dann noch 2 größere Schlaufen und einmal Träger. Die größeren Schlaufen mache ich wieder mit dieser Methode von dem Umdrehen, wo ich jetzt einen Schaschlikspieß verwende diesmal, der gestern vom Grillen übrig geblieben ist, was dann flach gebügelt so ausschaut. Die Träger mache ich wie gehabt. Und für das ganze Zeug nehme ich hier wirklich jeden Stoff her, der nur irgendwie available ist. Jetzt habe ich meine 2 Vorderwickelteile und natürlich das Rückteil und die müssen jetzt zusammengefügt werden. Ich tue das jetzt mal rechts auf rechts und das tue ich quasi so, dass ich das Rückenteil hinein sandwiche. Also quasi mit einer Naht durch 3 Schichten. Dadurch habt ihr alle unsauberen Nähte versteckt. Und jetzt werden wir nur diese Träger anbringen.
Das ist eigentlich ganz einfach. Zuerst drehen wir das über vorne auf die linke Seite, suchen den Spitz, schneiden den ab und dann federn wir quasi den Träger zu dieser Abschnittstelle. Dann schließen wir auch diese ganze Armholes-Geschichte und wenn wir das dann wieder umdrehen, ist es wunderschön versäubert, alles zu und der Träger eingenäht. Für die Bänder vorne haben wir jetzt 2 dickere und 2 kleinere, dünnere. Das Teil des Wickelteils, was vorne kommt, kriegt das dickere. Da meine Öffnung viel zu groß für das Ding war, musste ich improvisieren und das hat alles ein bisschen zusammenmanschen und sowas. Es hat aber auch funktioniert. Dadurch dann alles nach innen klappen und einfach drüber nähen. Und die andere Seite kriegt das kleine. Dann suche ich mal bei meinem Rock die Mitte. Und dadurch jetzt das ganze Oberteil rechts auf rechts an der Mitte orientiert quasi entlang stecken. Ich weiß nicht genau aus welchem Grund, aber ich habe das auf 2 Schritte gemacht. Zuerst die Rückseite zu befestigen und dann die Seitenteile. Ihr könnt es aber auch in Arm machen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe übrigens gemerkt, dass beim Vorderteil das Kleid besser sitzt, wenn ich das so ein bisschen schräg hinnähe. Don't know why. Hat wahrscheinlich irgendwas mit Physik zu tun oder so. Das Ganze versäubere ich dann wieder mit einem super engen Zickzackstich und dann klappe ich nur beim Rückenteil die ganze Nahtzugabe nach oben und durch die festnähen, sodass da ein Tunnel entsteht. Und durch den Tunnel kommt dann so ein Gummi, der das Ganze dann noch ein bisschen mehr zusammenzieht und rafft und einfach körperbetonter macht. Und das mache ich natürlich wieder mit meinen altbewährten Sicherheitsnadeln. Eine hält den Gummi fest, damit er nicht durchrutscht und die andere führt den Gummi durch. Danach jetzt ganz vorsichtig die Sicherheitsnadel lösen und den Gummi ein bisschen zurückgleiten lassen und ihn dann von oben am besten schon in einer vorhandenen Naht fixieren, indem ihr einfach drüber näht. Und dann müsst ihr natürlich die zweite dicke Schleife an der Seitennaht befestigen und die kleine Schleife innen an der Seitennaht auf der anderen Seite. Und das zieht man dann so, dass du zuerst die 2 kleinen Schleifen zusammenbindest und dann die 2 großen Schleifen. Mit einer Schleife ging das leider nicht, weil dafür hatte ich zu wenig Stoff. Ich habe wirklich jeden Millimeter gebraucht von dem Hemd. Und ich bin super happy mit dem Wickelkleid. Durch das, dass es auch so eine Leinenoptik hat, finde ich, ist es genau das, was ich wollte und es ist echt super cool geworden. Ich habe übrigens bei jedem von diesen 3 Upcyclings fast jeden Millimeter verbraucht, also es war so lustig, so cool, ich bin so happy und ich hoffe, es ist was für euch dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.